Yo, was geht ab? Willkommen zurück zu unserem Kanal Next Gen Street Talk. Ich bin YK Cheddar, das ist Achi und heute reden wir über das Thema AfD. Ist gerechtfertigt, dass sie als rechtsextremistisch eingestuft wurde oder ungerechtfertigt? War es mal lange Zeit oder ist es eine Volksverhetzung? Wir sehen, was die Leute darüber denken und gucken gleich, was sie dazu sagen werden. Bis gleich. Oh, ey, hast du Lust, bei meiner Umfrage mitzumachen? Oh, what's up, Gringos, man? Ja, what's up? Schön, dich kennenzulernen. Hast du Lust, bei einer Umfrage mitzumachen? Ja, normal, Bro, man. What's Oh, up, man? sehr schön, ey. Yo, Westside, wir sind hier, unsere Gang, man, you know, man. Yo, kommt alle hier, Puff, Puff, man, you know. Yeah, man, what's up, Bro? Bro, Bist du okay. Mexicano, yeah? Na, ich bin halb Japaner, halb Finder, Bruder. Japaner? Ja, Digga, konnichiwa. Junge, Okay, deswegen. man, ja. Mein Samurai-Blut, Bruder, und Wikinger-Blut, Bruder. Willst du Video Digga. machen, man? Ja, Mann, Digga. Okay, man. Okay. Ey, nice, Digga. Yo, Westside, hier, das ist unsere Gang, you know, man. What's up, man? Hier, unser Cocken gehört uns hier. Keiner kommt hier rein, nur die OGs und Mexicanos. Egal, du bist Mexicano für mich. Ja, Siehst ja so Mexicano, aus. ey. Yo, man, what's up? What's up? Hey, wir sind Street Talk und ich wollte erst mal fragen, so für alle Zuschauer auch, wie heißt du überhaupt? Und Yo, ich heiße Julian Jackson, you know, man. du hast auch einen Künstlernamen wahrscheinlich, oder? Mein Künstlername ist Puff Puff, yeah, man. Oh yeah, let's go, Bruder. Wir stellen uns erstmal vor. Ich bin der Cheddar, das ist Achi. Könnt ihr euren Namen, euer Alter, wo ihr herkommt? Achso, ja, fang an. Okay, ich bin Yağmur, bin 16 Jahre alt und bin Türke. Okay. Ich bin Arda, ich bin auch 16 Jahre alt, bin auch aus der Türkei. Okay. Ich bin Kevin, ich bin 15, ich komme aus Brasilien. Wie heißt ihr? Wie alt seid Hallo, ich bin der Laskin und bin 18 Jahre alt. Ich bin Ahmad, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin Arda, ich bin 19. Also ich bin Hannes, ich bin 20 Jahre alt. Ich heiße Luca, ich bin 17. Ich heiße Jan, ich bin 15. Ich heiße Jana, ich bin 16. Robin, 32. Ich komme aus Bielefeld ursprünglich. Arminia, Bielefeld. Seit dem 2. Mai ist jetzt die AfD als rechtsextremistisch eingestuft worden. Was hältst du davon so? Ist es gerechtfertigt? Ey, auf gar keinen Fall, man, you know. Die AfD schieben die Ausländer ab, you know. Die Ausländer sind Criminality, you know. Die einzigen, die Criminality sein dürfen, ist unsere Gang, you know, Pink Tanga Gang. Alle nur pinke Tangas haben, man, you know. Oh, Bruder. AfD ist niemals rechtsradikal, man. Die bekämpfen die Kriminalität, Bro, you know what I mean. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe die Nase voll. Am 2. Mai wurde jetzt entschieden, dass die AfD als Ja. rechtsextremistisch eingestuft wurde. Was haltet ihr so davon? Ich finde es richtig, also es war schon von Anfang an klar, dass es so ist oder dass es rauskommen wird sozusagen. Deswegen finde ich es einfach richtig. Ja, okay. Ich sage ehrlich, jetzt nichts Neues, so, also jetzt wurde es einfach nur bestätigt, so, aber Schon die ganze Zeit so, ja. Und seit dem 2. Mai wurden die als rechtsextremistisch eingestuft. Was hältst du davon? Ist es legitim oder bist du dagegen? Ja? Also ich muss so sagen, man hat natürlich immer mehrere Seiten von der Medaille, ja. Also das ist ja auch mal ein sehr schwieriges Thema, AfD, rechtsextrem, nicht rechtsextrem. Ich kann natürlich jetzt für mich, ich komme ja halt jetzt nur aus Sachsen-Anhalt, aus Ostdeutschland, ja. Da ist halt auch nur noch mal eine sehr feste Meinung und auch schon eine sehr vorgefestigte Meinung vertreten, so ja, darüber. Aber ich muss so sagen, es gibt sowohl Nachteile natürlich über diese Partei, ja, die man auch eben so ganz klar benennen kann. Ja. Also ich finde es natürlich völlig falsch, irgendwie gegen Randgruppen unnötig zu hetzen oder deswegen Propaganda dagegen zu betreiben. Aber ich muss halt auch eben sagen, die sprechen auch eben Themen an, die eventuell auch von anderen Parteien gerade wenig thematisiert werden und halt natürlich auch umgangen werden und die nennen manchmal auch das Kind beim Namen. Also es gibt sowohl positive als halt auch negative Seiten, die man beide beleuchten könnte. Wurde jetzt die AfD als rechtsextremistisch eingestuft. So, findet ihr es für gerechtfertigt oder ist es eher, ist es ungerechtfertigt so? Ich würde sagen, es ist gerechtfertigt, ist auf jeden Fall auch ein guter Start so für eine vernünftige politische Zukunft. Also es ist jetzt natürlich nicht so das Endziel, einfach nur eine Partei irgendwie einzustufen oder zu verbieten, aber es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, würde ich sagen. Okay. Habt ihr noch eine Meinung? Ja, ich würde auch sagen, es ist gut. Ist ein bisschen spät gekommen,
brauchte man jetzt keine 7 Jahre, um herauszufinden, dass das Nazis sind. Aber sonst würde ich definitiv sagen, es ist gut. Es ist ein Anfang, hoffentlich kommt noch mehr. Seit dem 2. Mai wurde es als rechtsextremistisch eingestuft. Findest du es für gerechtfertigt? Also, das muss man extrem differenziert betrachten. Aber ich glaube, in Anbetracht so der Tatsache, dass du den rechtsextremen Flügel hast, also der auf jeden Fall, glaube ich, rein objektiv betrachtet als rechtsextrem angesehen werden kann, gerade in ostdeutschen Bundesländern, ist das eine Bewertung, die man vor allem erstmal juristisch sehen muss, aber die ich irgendwie nachvollziehen kann. Letztendlich müssen das Juristen bewerten. Ne? Es ist ein juristischer Begriff, glaube ich auch, aber rein so von dem Tatsachenbestand, den ich irgendwie kenne, so würde ich sagen, so kann man auf jeden Fall machen. Oh, verstehe, Digga, Bruder. Okay, und seit dem 2. Mai jetzt wurden auch jetzt offiziell V-Leute jetzt involviert. Findest du es auch okay, dass da jetzt über... No, wir arbeiten nicht mit Cops, you know. V-Leute sind hier nicht willkommen, Bro, you know, man. What's up, Bro? Yo, V-Leute sind überhaupt nicht willkommen, you know, man. Okay. Yeah. Ja, seitdem das jetzt in der Gesetzeslage eingestuft wurde, dürfen jetzt V-Leute eingesetzt werden, also Vertrauensleute. Findet ihr das gut oder seid ihr dagegen? Ich finde es in erster Linie legitim, dass man es machen kann, vor allem auf manchen rechtsextremen Veranstaltungen, wo auch manchmal AfD-Politiker dabei waren, das war ja auch letztens in den Nachrichten, kann man dann die Informationen an den Staat weitergeben, weil es ja rassistisch und rechtsextremistisch halt rechtsextrem vor allem ist. Seitdem das jetzt verfassungsmäßig durchgesetzt wurde, dürfen V-Leute jetzt da in die Partei einschleusen. Findest du es gut oder schlecht? Also V-Leute sind Vertrauenspersonen. Genau, Vertrauensleute. Also ich finde das an sich nicht schlecht. Ich finde das gut. Aber ich bin auch, für mich, persönliche Meinung jetzt, ja, ich bin auch der Meinung, das sollte eigentlich in jeder Partei erlaubt sein dürfen. Weil ich finde, durch den Verschluss der heutigen Parteien allgemein ist das... Keiner weiß so wirklich, was in den Hintergründen passiert. Nach außen hin kann vieles berichtet werden, vieles beredet werden. Wie es nach innen hin aussieht, weiß keiner. Das weiß auch ich nicht, das weißt du nicht. Das weiß keiner, wie es wirklich innerhalb der AfD wirklich zugeht. Das weiß auch keiner, wie es innerhalb der Grünen, der Linken, der SPD zugeht. Eigentlich, das sollte allgemein rechtlich okay sein, das mit jeder Partei machen zu können und auch darüber einfach Bescheid zu wissen. Weil so kommen halt gegebenenfalls auch wirklich Insider-Informationen raus und auch wirklich nicht konforme Meinungen oder auch Sachen, genau. Ich finde, das sollte eigentlich allgemein legitim sein. Wurde dann auch in so gesehen Verfassungsschutz jetzt eingenommen, dass jetzt V-Leute, also Vertrauenspersonen, eingeschleust werden dürfen. Das heißt, dass Geheimdienste oder auch Privatpersonen eingeschleust werden und dann Informationen an die Regierung geben. Findet ihr das okay? Oder finde ich sinnvoll, finde ich gut auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, vor allem mit der einen Reporterin, die sich ja auch neulich in den diese eine Reporterin, die hat sich doch in irgendeinen Kreis. Ich habe die Reportage nicht richtig gelesen bis jetzt. Und da hat man auch eine Menge Shit erfahren. Also würde ich sagen, es ist extrem wichtig, bei sowas einzuschleusen, um vielleicht extremistische Taten zu verhindern. Durch die Folgen von der Einstufung darf man die so gesehen überwachen. Also es gibt so V-Leute, Vertrauenspersonen, die dann in die Parteien einschleusen dürfen und dann gewisse Informationen weitergeben dürfen. Findest du das auch gerechtfertigt? Ja gut. Ich sag mal so, bei der NPD hat man ja schon irgendwie so ein bisschen einen Fall gehabt, wo das alles passiert ist. Letztendlich hat es dem Fall, als es zum Verbotsverfahren gekommen ist, irgendwie nicht gedient, weil es so zersetzt war mit V-Leuten, dass man die juristisch irgendwie überhaupt nicht mehr für voll nehmen konnte. Insofern, ich glaube, das ist irgendwie ein schmaler Grat, den man da geht als Rechtsstaat. Ich denke schon, also allein als Verdachtsfall kannst du ja schon viele nachrichtendienstliche Mittel irgendwie anwenden, um die zu beobachten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so viel verändert von der Handhabung. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, sobald man solche Tendenzen irgendwie erkennt in Institutionen oder so Parteien, sollte man auch irgendwie die Fülle ausnutzen und dann ist natürlich sowas wie nachrichtendienstliche Überwachung gehört dazu. Also es ist immer eine Sache, ich finde immer, am Ende des Tages müssen Gerichte irgendwie auch eine Instanz spielen so, und die müssen irgendwie darüber eine Entscheidung treffen, ob das jetzt legitim ist oder nicht. Findest du, die AfD ist eine echte Alternative, eine Protestpartei oder eine Gefahr für die Demokratie? Was sagst du? Hey, you know, man, also ich sag ehrlich, ich bin selber Ausländer, Bro, okay? Das Problem ist, wenn die mich abschieben, ist not gut, man, you know? Oder ist so. Aber so die anderen können ruhig raus, you know, man?
So ist das Leben. Ich habe auch gesehen, bei AfD sind auch Ausländer drin, you know? Ja, also ich glaube, ich muss auch AfD selber da mitkommen, so dass sie mich auch nicht abschieben, dann schieben sie mich nicht ab. No? Da gab es so einen Afrikaner, you know, der sagt so, wir dürfen Deutschland nicht mit Afrikanern überfluten. Wir dürfen Deutschland nicht mit Afrikanern überfluten. Nein, das dürfen wir nicht. Und er hat recht, you know, man. Aber wie gesagt, Doppelmoral, egal, juckt eh nicht. Ja, man. Was verbindet euch persönlich mit der AfD? Denkt ihr, es ist wirklich eine Protestpartei, eine wahre Alternative oder ist es eine Gefahr für die Demokratie? Das ist eine gute Frage. Also ich habe gesehen, dass die AfD viel mit Schulen und also viel mit den Jugendlichen zusammengearbeitet hat, dass sich da ein bisschen damit fördern wollten und dass sie einfach damit ein bisschen mehr Pluspunkte bei den Jüngeren. Weil Jüngere sind besser beeinflussbar und deswegen kann man sie leichter lenken und natürlich ist es halt so über Social Media und über ihre eigenen Plattformen. Also ich finde, über Social Media sind die sehr stark. Ich habe das Gefühl, über Social Media, Alice Weidel bekommt irgendwie sehr viel, also die wird sehr anerkannt und also so auch als gut bezeichnet, weil sie halt vielleicht kommt über Social Media sympathisch rüber und sie sagt ja auch immer, ich bin hier lesbisch, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Genau, damit sie auch, keine Ahnung, damit sie nicht mehr so rechtsextrem und so einfach rechts- und LGBTQ-feindlich rüberkommen will, aber so am Ende des Tages, ich persönlich bin auf jeden Fall kein Fan von der AfD. Ich finde, keiner sollte sie wählen, ohne sich davor informiert zu haben. Und wenn sie sich informiert haben, dann würden sie auch nicht die AfD wählen am Ende des Tages. Dann die Frage, was persönlich verbindet dich mit der AfD? Findest du es als eine echte Alternative? Ist es eine Protestpartei oder eine Gefahr sogar für die Demokratie? Also ich muss sagen, was verbinde ich mit der AfD? Also tatsächlich nicht sehr viel, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt auch allgemein in diesem ganzen Politikthema nicht drin. Weil ich auch finde, Religion sowie Politik sind für mich Themen, die eine sehr große Menge Streitpotenzial bergen. Ja, auf jeden Fall. Weil ich einfach heutzutage finde, sobald man etwas Politisches sagt, sich politisch positioniert oder sich auch religiös positioniert, in einigen Regionen, Ländern, was weiß ich, wo heute deswegen noch Verfolgungen stattfinden oder man auch einfach schon irgendwo abgeordnet wird oder einsortiert wird in irgendeine Schublade. Ja, so ein Stempel, wenn ich jetzt sagen würde, ich wähle die AfD, dann würde ich wahrscheinlich in manchen Regionen Deutschlands sehr hohen Anklang finden. Und das ist für die absolut okay. Aber ich würde vielleicht auch in einigen Städten in Deutschland vielleicht auch gar keinen Anklang finden und jetzt auch irgendwo einsortiert werden. Genau, vielleicht sogar Hate oder sowas. Weil ich halt auch absolut nicht cool finde, weil nur wenn man jetzt die Linke wählt, heißt das nicht, dass man jetzt wirklich extrem links ist und nur wenn man jetzt rechts wählt, heißt es nicht, dass man extrem rechts ist. Alles hat sein Für und Wider, man muss immer so die Person oder die Intention der Person dahinter betrachten. Genau, was verbindet euch eigentlich mit der AfD? Denkt ihr, ist es eine echte Alternative? Ist es eine Gefahr für die Demokratie? Oder ist es eine Protestpartei für euch? Also ich finde, es ist eine Partei, die definitiv keine Alternative für die Zukunft bietet, aber an vielen Leuten viele Leute sehen da drin eine Alternative. Ich sehe es nicht, aber ich sehe, dass sie auf jeden Fall mit ihrer Propaganda eine Menge Leute erreichen. Oh ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich würde einmal sagen, es ist die NSDAP mit einem neuen Anstrich. So. Da gab es irgendwer hat es doch gesagt, vom Inhalt unterscheiden wir uns nicht von NSDAP. Ja. Starke Propagandaverteilung von das ist die Partei für kleinere Leute. Auch alles sehr müllig, aber ist auf keinen Fall eine Alternative. Es sind einfach nur Faschisten. Ja, sehr charmige Argumente mal von denen, finde ich auch. Ich weiß nicht so wirklich, also ich sehe den Sinn der ganzen Partei nicht, also um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, es ist einfach nur Dekoration. So, was verbindet dich eigentlich mit der AfD? Ist es für dich eigentlich eher eine echte Alternative? Ist es eine Protestpartei oder ist es wirklich eine Gefahr für die Demokratie? Also eine echte Alternative ist auf keinen Fall. Ich glaube, da sollte sich jeder einig sein, der irgendwie was von Humanismus irgendwie versteht und grundsätzlich irgendwie die Meinung vertritt, dass man alle Leute gleich behandeln sollte, egal was für eine Herkunft sie haben. So, da findet viel Hetzerei statt. Und das größte Problem ist einfach, dass da extrem viele Meinungen toleriert werden, die meiner Meinung nach viel zu sehr in dieses Menschenfeindliche übergehen. So. Und ich glaube,
da ist der harte Cut für mich so, also man kann gerne seine Meinung zu Dingen äußern, aber sobald es in diese Menschenfeindlichkeit irgendwie reingeht und sobald da irgendwie Rassen und Ethnien, Religionen miteinander irgendwie gegeneinander ausgespielt werden, so, da muss die Linie gezogen werden. So, deswegen nein, natürlich keine Alternative, also auf gar keinen Fall. Dass die Partei sogar verboten werden soll. Was sagst du dazu? Ja, okay, wenn die mich abschieben, okay, ja, aber sonst nicht, man, you know. Ja, so, ich weiß, okay, ja, es ist schön traurig, aber in meinem Land zum Beispiel ist es auch schön, aber ich will da nicht Kriminalität machen, weißt du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Weil mein Land liebe ich, Deutschland mache ich so, weißt du, aber mein Land liebe ich, deswegen. Ausländer kommen ja nach Deutschland, um kriminell zu werden, verstehst du? Das ist das Ding, man, you know. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja. Von wo kommst du eigentlich her, wenn ich mal nach? Russland. Russland, oder? Ja, Ey, Raski. Kriminalität ist da nicht so gut, weißt du, kriegt man 30 Jahre. Deutschland ist ja so ein Schlaraffenland, weißt du, was ich meine? Kriegst du 2 Jahre für Drogenhandel. Ja, und dann kommst du direkt wieder raus. Bewährung, wenn du Chiki-Chaka machst mit du weißt schon wem. Ja, weißt du, klar, deswegen Deutschland, beste Land eigentlich. Ob die Partei verboten wird, ist es legitim oder sogar ein Tabubruch? Also ich finde es falsch, die Partei jetzt direkt verbieten zu wollen, weil es herrscht ja in Deutschland immer noch die freie Meinungsäußerung. Ja? Und ich finde, wenn wirklich irgendwas Verfassungsfeindliches dort gesagt wird oder etwas nicht rechtskonformes dort gesagt wird, dann sollte das, finde ich, eher aufgedeckt werden und darüber berichtet werden, dass das die Menschen an sich erkennen, weil es macht natürlich auch keinen guten Eindruck jetzt zu sagen, okay, diese AfD, die hat eine schwierige Meinung, darum verbieten wir sie jetzt direkt. Ich finde, verboten werden kann es erst, wenn es wirklich so eine kriminelle, genau so eine kriminelle Vereinigung oder halt sowas ist. Und ich finde, es gibt ja auch sehr große Hürden, bis das überhaupt durchgesetzt werden kann mit einem Verbot. Oh ja. Und ich finde, man sollte lieber jetzt in der Debatte um die AfD, wenn man jetzt darum redet, sollte sie verboten werden oder nicht, dann sollte man sie lieber exposen und halt auch so aufdecken, dass sie jetzt als Beispiel rechtsextrem ist oder dass sie lieber verboten werden sollte. Und dann werden die Leute schon dafür das dann auch erkennen. Wäre es ein Tabubruch oder wäre es legitim, die Partei zu verbieten? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, es gibt ja bestimmt Kriterien, die dafür gelten, dass man als rechtsextrem eingestuft ist als eine Partei. Genau. Ich würde sagen, wenn die AfD diese Kriterien erfüllt, dann ist es natürlich legitim. Wenn die aber ein bisschen zurückschrauben mit deren Ideen oder was sie da umsetzen wollen, dann sind die halt am Ende des Tages vielleicht nur eine rechte Partei, weil es gibt ja mehrere, also es gibt ja rechte Parteien. Ja, genau, es gibt ja in der Spannbreite. So wie es auch die linke Partei eben gibt. Ne? So ist das. Das ist ja ein Spektrum so gesehen, ne? Von links, Mitte und rechts. So. Wäre es legitim, ein Parteiverbot oder wäre es ein Tabubruch? Tabubruch, glaube ich, wäre ein falsches Wort. So. Ich glaube, da muss man sich wieder so ein bisschen in diesen juristischen Bereich begeben. Letztendlich, ich finde, das einfach mal zur Disposition zu stellen, diese Partei grundlegend untersuchen zu lassen, ist erstmal überhaupt kein Tabubruch, sondern das irgendwie gebietet irgendwie unsere Verfassung. Am Ende sollen wirklich Gerichte darüber entscheiden. So, das sind letztendlich die Instanzen, die letztendlich irgendwie nicht politisch motiviert sind in unserem Land und einfach nüchtern darüber entscheiden sollen, ob eine Partei irgendwie die Daseinsberechtigung hat oder nicht. Die Hürden müssen groß sein, so, da bin ich nach wie vor der Meinung. So, da muss man einfach aus der Geschichte lernen, die wir haben. Aber man darf sich auch auf der anderen Seite nicht auf der Nase rumtanzen lassen. So, ne? Und also wenn es zu weit geht, geht es zu weit. Letztendlich kann man da eine Meinung drüber haben, aber ich glaube, letztendlich müssen es einfach Gerichte entscheiden. So, die sollen die Handhaber darüber haben. So, wir machen immer eine Challenge so für Leute. Und hast du eine Challenge für mich, was ich machen sollte? Vielleicht irgendjemanden Leute was fragen oder irgendwas machen oder irgendwas, ja. Hast du irgendeine Challenge für mich? Oder irgendwas so Leute ansprechen, bis zu irgendwo hochklettern, was schreien, irgendwie Social Leute irgendwas machen und so. Hast du irgendwas? Kannst du auch ein bisschen nachdenken noch, ne? Irgendwie also irgendeine banale Sache. Ich würde sagen, zieh einfach pinke Tanga an und dann bist du in unserer Gang dabei, sag ich dir. Pinke Tanga? Ja. Okay, let's go. So, wir haben die Challenge gehört. Ihr wisst den Drill. Einmal hier, einmal da. Dann sehen wir uns nächsten Sonntag.